Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es auch wieder um Modifikationen, allerdings nicht von den Original Malahit DSP Geräten, sondern von deren China-Klone. Ja, da gibt es ja zuhauf ein Angebot, regelrecht schon ein unüberschaubares Angebot an China-Klone. Ich habe mir hier mal einen gekauft, besorgt und habe den ja so weit modifiziert, wie einfach Platz war. Der ist recht schön hier, der hier, muss ich sagen. Also hat auch, sage ich mal, einer der besseren Platinen verbaut. Die nennt sich Holla STR. Holla STR nennt die sich. Und ich bin der Meinung, das sind eines der besten chinesischen Klone der Original Malahit Geräte. Ja, und auch diese kann man modifizieren. Es ist natürlich alles schwierig, es ist sehr viel Anpassarbeit vonnöten. Das erste, was ihr hier seht, ist eine kleine Außenantenne. Die ist für den Bluetooth-Empfang. Und zwar, ich wollte einfach die Reichweite vergrößern. Wenn ich das Gerät nämlich irgendwo stehen habe, ja, kann ich jetzt sozusagen diese Bluetooth-Box irgendwo mit hinnehmen, in den Garten zum Beispiel. Kann das Gerät hier im Scheck stehen lassen und habe trotz allem noch Bluetooth-Empfang auf der Box. Also die Reichweite hat sich extrem erhöht. Ich mache auch mal lauter. Also das funktioniert sehr gut. Bluetooth ist natürlich die erste Modifikation, wo man auch bei dem China-Klon machen kann, wie auch bei den Originalgeräten. Dieser China-Klon ist auch geupgradet auf die DSP2-Software. Also da ist nicht mehr die originale China-Software drauf, sondern die tatsächliche DSP2-Software. Darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr beim Jochen Köster euch umbauen lassen auf den anderen CPU-Chip. Ja, und dann könnt ihr hier auch die originale DSP2-Software drauf flashen. Beziehungsweise er flasht die dann schon mal drauf, kann aber dann auch weiterhin geupdatet werden. Ist im Grunde so ähnlich wie beim DSP1-Update. Aber dazu hatte ich ja schon bereits ein Video gemacht. Ja, Bluetooth, wunderbar mit Außenantenne. Natürlich muss man dann hier einen zusätzlichen Antennenanschluss bohren, ein SMA, denn diese Bluetooth-Boards, wo man da verbaut, die haben ein Pigtail. Da kann man natürlich ein Kabel dann von diesem Anschluss auf SMA machen. Habe ich jetzt hier auch gemacht, habe hier ein Loch durchs Gehäuse gebohrt und habe eine kleine Bluetooth-Antenne hier dran, 2,4 GHz. Erhöht die Reichweite immens. Wenn ich das Gerät wirklich so am Fenster stehen habe, kann ich fast auf dem ganzen Grundstück hier das Empfangen, also das Hören hier an der Bluetooth-Box, was hier gerade läuft. Ich zeige euch das auch noch alles. Ich schraube das Teil dann gleich auf. Ja, Bluetooth-Modifikation, alles keine große Sache, alles kein großes Ding. Vor allen Dingen bei der Holla STR-Platine wird das genauso angeschlossen wie auch beim Original DSP1. Die zweite Modifikation ist ja, die Encoder. Ja, auch hier die Encoder. Ihr seht, das geht recht geschmeidig hier bei dem. Nicht irritieren lassen, weil die hier jetzt so weiter rausschauen. Hier muss ich mir noch die passenden Knöpfe dazu kaufen. Habe ich aber bereits bei AliExpress bestellt. Dann wenn hier dieser längere Schaft wird dann verdeckt. Der Vorteil ist halt wirklich durch rasterlose Encoder, dass die Bedienung wesentlich angenehmer ist. Ja? Ich habe das einfach ganz so gemacht, da ich ja in den Originalgeräten optische Encoder eingebaut habe, habe ich dann von den Originalgeräten sozusagen die rasterlosen Encoder, die ja auch nicht schlecht sind, hier bei meinem Klon eingebaut. Ich habe direkt ein Upcycling gemacht mit den Encodern. Ja? Und dadurch ist die Bedienung butterzart. Ihr seht, hier kann man schön drehen. Rasterlos, bei den China-Klonen ist es ja zu 99,9% rasterlose Encoder. Gerasterte Encoder drin, diese hier.
Also die sind sehr, sehr schwergängig, ja, und sind praktisch gerastert. Ja, ist schlecht für die Bedienung halt, ne? Und sehr, sehr, sehr schwergängig. Diese hier kann man hier mit einem Fingerchen hier, kann man hier durch die Bänder scrollen, sozusagen. Ganz feine Sache. Also diese Modifikation, Encoder, auch für die China-Klone. Man kann natürlich auch optische Encoder an den China-Klonen montieren, das ist auch kein Problem. Die Spannungsversorgung kann man dann dort abzapfen, wo auch das Bluetooth-Board installiert ist. Geht natürlich auch, aber zwei optische Encoder würden fast den Gesamtpreis des Gerätes ausmachen. Deswegen bin ich hier mit den mechanischen auch ganz zufrieden bei meinem China-Klon. Die sind trotzdem besser wie die Originalen und ich habe sie letztendlich noch übrig durch den Tausch an den Originalgeräten. Was auch eine wirklich große Verbesserung gebracht hat, mal abgesehen von dem ganzen Software-Update durch den CPU-Wechsel, ist, ja, ihr kennt es ja vom DSP-1. Es gibt ein optionales Filterboard, da sind verschiedene Filter eingebaut, ein ATT ist da eingebaut und so weiter. Und die China-Klone oder die China-Platinen ohne dieses optionale Board, ja, da funktioniert der ATT einfach nicht so, wie er soll, nicht stark genug. Wenn ich jetzt hier den ATT hochdrehe, seht ihr schon, wie die Signale hier unterdrückt werden, ne? Das, was sie auch sollen. Also jetzt hier in dem Fall, das sind ja Nutzsignale, aber es gibt ja auch gewisse Störsignale, wo man einfach etwas Dämpfung reinbringen muss. Und ihr seht, das funktioniert jetzt hier einwandfrei. Und das hat vorher überhaupt nicht funktioniert bei dem China-Klon hier. Einfach aus dem Grund, weil kein optionales Board dort standardmäßig verbaut ist. Das ist ja hier diese Platine bei dem Originalgerät. Da ist ja auch hier so ein Relais zu sehen, hier so ein weißes. Und solch ein Relais ist auf dem China-Board, zum Beispiel auf diesem optionalen Filterboard für chinesische Klone auch verbaut. Das ist im Grunde dazu da, die Antenne von 50 Ohm auf High-Z, also auf hochohmische Antennen umzuschalten. Ich werde jetzt mal die Lautstärke komplett wegnehmen und gehe mal auf Radio-Menü. Und hier seht ihr das. Da kann man umschalten von hochohmig auf 50 Ohm und dann hört man, wenn man da drauf toucht, auch das Relais jetzt klacken. Ich gehe mal näher dran. Ich hoffe, ihr hört das. Und ja, dieses Relais-Klackern kommt jetzt von der von diesem optionalen Filterboard, von dieser optionalen Platine, weil die hat jetzt auch so ein Relais. Das heißt, ich kann hier jetzt auch an den China-Klon hochohmische Antennen anschließen und kann hier umschalten. Das ging vorher auch nicht. Die Software natürlich hat das hergegeben, aber wenn natürlich ja keine Hardware verbaut ist, bringt das natürlich alles nichts. Ja? Und zu 99, ja, sagen wir mal zu 95% bei den China-Klonen gibt es ein solches optionales Board nicht standardmäßig dazu. Die Funktionen sind zwar alle in der Software gegeben, aber ja, sie funktionieren letztendlich nicht wie gewünscht. Ja? Und das ist halt der große Unterschied. Ja? Wir werden jetzt mal schauen, und zwar, ich schraube das jetzt mal auf und dann zeige ich euch das. Es ist natürlich schwierig, weil die Gehäuse meistens sehr, sehr klein sind bei den China-Klone. Die sind einfach nur für diese einzelne Platine letztendlich gemacht, aber meist nicht dafür, um noch eine zusätzliche Platine einzubauen, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Da muss man gewisse Anpassungsarbeiten vornehmen. Über den Einbau dieser optionalen Platine, wo ich euch jetzt zeige, auch da habe ich in der Videobeschreibung ein PDF verlinkt. Das ist im Grunde dasselbe, was ich auch schon im letzten Video verlinkt habe über die Modifikation der Originalgeräte. Denn dort ist auch abgebildet die optionale Platine für diese China-Klone, um diese nochmals zu verbessern. Ich drehe jetzt mal den ATT wieder raus und dann seht ihr das und dann kommen auch wieder die Signale. Ja,
um auch diese China-Klone zu verbessern, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Auch der Link zu dieser Platine, die ich euch gleich zeige, ist in dem PDF drin. Ja? Also den schreibe ich jetzt auch nicht extra nochmal in die Videobeschreibung. Da ladet euch einfach das PDF runter, da ist alles drin. Ja, das ist nämlich das, viele wissen das gar nicht, die kaufen sich so einen China-Klon, haben hier die ATT-Funktion, also die Dämpfungsfunktion, wollen das benutzen und das tut sich eigentlich gar nichts. Das liegt einfach daran, weil die China-Klone das eigentlich ja, standardmäßig nicht verbaut haben. Gut, ich mache einen kurzen Cut und bin sofort wieder da und dann zeige ich euch, wie das innen hier ausschaut. Ja, so, jetzt habe ich den China-Klon mal auseinandergeschraubt und ja, jetzt zeige ich euch das nochmal alles im Einzelnen. Hier seht ihr die rasterlosen Encoder. Ich drehe die mal so ein bisschen rum. Und zwar die habe ich jetzt wie gesagt vom DDC eingebaut. Und die Originalen, die sind ja wie gesagt auf der Platine selber drauf gelötet. Die neuen von den Originalgeräten, die sind ja so Durchführungsencoder. Die musste man natürlich mit Kabel dann extra auf der Platine verlöten, aber die passen hier noch wunderbar rein, auch von der Höhe. Dann seht ihr hier, ich drehe das Ganze mal ein bisschen rum, dann seht ihr hier auf der Seite seht ihr das neue Bluetooth-Board mit Up-Konverter, der dann ja diese 5 Volt erzeugt aus diesen 3,3, wo der Malahit selber liefert. Diese 3,3 Volt kann man hier an diesem einen Kondensator abgreifen. Das müsst ihr dann auch ein bisschen messen vielleicht, aber das ist hier gleich nach dieser Display-Verbindung hier der erste Kondensator. Da könnt ihr sowohl das Bluetooth-Board anschließen und mit Spannung versorgen, beziehungsweise den Up-Konverter erst, wie auch das optionale Board. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich drehe das Ganze jetzt mal rum. Hier seht ihr das auch. Das ist der sogenannte Holler SDR. Das ist im Grunde ein Malahit China-Klon, nennt sich halt so. Und ja, das ist dieses optionale Board. Ach ja, hier den habe ich jetzt gerade abgestöpselt, damit ich das euch besser zeigen kann. Der kommt, das ist der Antennenausgang für das Bluetooth-Board. Ne? Der hat einen Pigtail und da könnt ihr das dann anschließen und könnt dann hier eine Außenantenne anschließen. Habt ihr wesentlich mehr Reichweite. Ja, das ist das optionale Board mit dem Relais zum Umschalten von hochohmig auf 50 Ohm oder rumgedreht Antennen. Das ist das, was dann hier auch so klackt und klickt, wenn man das umschaltet. Daran merkt ihr aber auch schon, dass das alles korrekt angeschlossen ist. Hier die Pins zum Anschließen. Hier ist der Antenneneingang. Und zwar also von dem Holler SDR, der Original-Antenneneingang. Geht dann hier drauf. Aber wie gesagt, das steht auch alles nochmal ganz explizit in dem PDF, was ich euch hier unten in der Videobeschreibung verlinke. Da habe ich das auch nochmal genau aufgeführt, wo man was anschließt. Im Grunde aber, wie gesagt, wie beim Original. Der Holler SDR hat ja hier den 8er-Pin-Block. Und das ist auch derselbe hier. Das sieht man natürlich jetzt schlecht durch die ganzen Kabel. Das ist natürlich hier derselbe wie beim Originalgerät, auch dieselbe Belegung, aber auch da habe ich euch alles im PDF auch nochmal genauestens aufgezeichnet, ja, wo man was anschließt. Auch hier die Kabel, wo vom Board gehen und so weiter. Wie gesagt, die Spannung nehmt ihr genau da ab, wo auch das Bluetooth-Board angeschlossen ist. Das Einzige ist, das ist ja hier, ich habe jetzt nur mal den Deckel abgeschraubt, da ist so ein Pseudo-Stereo-Lautsprecher verbaut von den Chinesen. Eigentlich ist nur hier auf dieser Seite ein kleiner Lautsprecher verbaut, auf der anderen Seite ist das ganze Gehäuse leer. Ihr müsst das optionale Board jetzt in diesem Fall, bei diesem China-Klon, etwas tiefer einbauen, damit das Relais auf gleicher Höhe ist wie das Gehäuse des Stereo-Lautsprechers, des angeblichen Stereo-Lautsprechers, was es eigentlich nicht ist, damit das ganze Gerät dann auch noch zuzuklappen geht. Ne? Es ist halt sehr schmal, dieses Gehäuse.
Das müsst ihr dann etwas tiefer setzen. Das heißt, der Originalantennenausgang ist hier etwas höher original höher angesiedelt. Da müsst ihr etwas das Loch weiter nach unten hin ausfräsen. Das alte Loch habe ich einfach mit so Aluminium-Epoxidknete wieder geschlossen, etwas hier oben abgeschliffen und dann wieder schwarz eingefärbt, so dass man das kaum sieht. Ist eigentlich ganz gut gelungen. Das Problem hier ist dann noch, dass hier an der Stelle, wo jetzt das optionale Board seinen Platz gefunden hat, eigentlich der Original-Akku war. Das ist ein 18650 Akku mit 2200 Milliampere. Jetzt war es halt so, ich habe den Deckel hier schon abgeschraubt. Nachdem ich entdeckt habe, dass auf der anderen Seite eigentlich gar kein Lautsprecher mehr verbaut worden ist, habe ich einfach, ich gucke mal, dass ich euch das hier besser zeigen kann, habe ich hier jetzt einfach einen flachen Akku verbaut mit 2500 Milliampere. Das heißt, ich habe sogar noch an Kapazität dazu gewonnen. Der passt nämlich genau hier rein, wenn man hier diese Verschraubung, diese Stege, ja mit der Kneifzange abpetzt. Dann passt der hier ganz exakt rein. Und zwar, das ist auch nicht irgendein China-Akku, sondern einer von der Firma Eremit. Ein Eremit-Flachakku. Der hat genau die passende Größe, um hier verbaut zu werden, als Ersatz für diesen, der normal hier auf der Seite verbaut ist. Also auch kein Mist, sag ich mal, ne? Also ein richtig guter Akku. Die Firma Eremit ist ja relativ bekannt. Und dann schraubt man hier sind ja noch ein paar Verschraubstege drin. Die kann man dann ganz normal den Deckel wieder verschrauben hier. Und dann verschwindet der Akku da auch unten drunter. Und dann habt ihr da alles drin, was ihr braucht für dieses Standalone-Gerät, ne? Und dazu brauchen wir halt mal einen Akku, ne? Das verschraubt man dann hier an den 4 Schrauben, das reicht, das hält der Deckel allemal und der Akku wird auch noch gut gehalten in diesem Lautsprechergehäuse auf der einen Seite. Und dann kann man das Ganze wieder zuklappen und dann hat man hier seinen aufgerüsteten China-Klon, der wirklich sehr nah an den DSP-1 von der Qualität ranreicht und bin wirklich zufrieden. Es macht halt wirklich sehr viel aus, einmal was die Qualität betrifft, der CPU-Wechsel auf jeden Fall, plus das Upgrade auf die DSP2 Software, auf die Originale. Ganz klare Sache, hebt die Qualität immens hoch, aber dann mit diesem Filterboard, ja, Filter und also diesem optionalen Filterboard, ja, da werden letztendlich alle Funktionen freigeschalten, die man sich wünschen kann. Also die funktionieren dann auch wirklich, ne? Nicht nur softwaremäßig, sondern auch tatsächlich, ne? Ja, mehr gibt es eigentlich dazu erstmal gar nicht zu sagen. So könnt ihr eigentlich, das ist im Grunde eine Modifikation, also mehrere Modifikationen in einem China-Klon, wobei das optionale Board hier, dieses Filterboard natürlich am meisten Arbeit macht, was den Einbau betrifft. Mehr geht nicht mehr. Also vor allen Dingen bei diesem Holler SDR mit Gehäuse. Ich werde euch auch mal einen Link von diesem Gerät auch nochmal in die Videobeschreibung setzen, falls ihr Interesse habt. Also meiner Meinung nach ist das eines der besten China-Klone, wo auf dem Markt sind. Und es sind wirklich viele auf dem Markt. Ich habe mir schon einige angeguckt, aber der hier ist wirklich so einer der besten. Da kann man am meisten auch selber basteln und noch rumspielen. Weil die Pin-Anschlüsse eigentlich identisch zu dem Originalen sind, ne? Also man kann da auch nicht viel falsch machen. Wie gesagt, wichtig ist, ladet euch das PDF runter, wo ich da gemacht habe. Da ist nochmal alles genauestens erklärt. Zu dem Eremit-Akku tue ich euch auch nochmal einen Link in die Videobeschreibung. Ja, das soll es mal gewesen sein. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Über ein Abonnement sowieso. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und ja, schreibt auch gerne einen Kommentar. Und ja, ich würde mich darüber sehr freuen. Gut, dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.